Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Reaction auf ein neues Fahrzeug. Ja, wie ihr wisst, ist wegen dem Coronavirus ja der Genfer Autosalon abgesagt. Deswegen gibt es aktuell einige Präsentationen nur über YouTube. Und ja, der McLaren 765 LT ist eine davon. Ich habe den Wagen jetzt in den letzten 2 Tagen, seitdem es ihn gibt, ja, das ein oder andere Mal schon auf Bildern gesehen, aber eben noch keine vollständige Präsentation zum Fahrzeug angeschaut. Und das machen wir jetzt gemeinsam in diesem Reaktionsvideo. Und ich bin echt gespannt, was man aus dem McLaren 720S noch rausholen konnte. Ja, von der Leistung, ich glaube, der Name sagt es schon, 765 PS hat der Wagen und ist auf 765 Exemplare limitiert. Also ja, für alle, die den Wagen kaufen wollen, ich denke mal, ihr solltet euch schnell bei McLaren melden, weil ja, 765 Exemplare dürften relativ schnell ausverkauft sein. Abgesehen davon, der Wagen hat 765 PS, die ihn in 2,8 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen und 330 km/h ist spitze. Und alles weitere schauen wir uns jetzt gemeinsam im Video von Autotrader an. Dort ist Rory Reid. Wer ihn vielleicht noch von Top Gear aus den letzten 2-3 Staffeln, wo er dabei gewesen ist, kennt, der wird ihn auch sicherlich gleich wiedererkennen. Ich denke, der Kerl ist ganz sympathisch und von daher können wir uns das Video auf jeden Fall gemeinsam anschauen. Ja, und damit starten wir mal mit der Präsentation des McLaren 765 LT. The McLaren 720S is regarded as one of the finest supercars of all time. But what if you could make it better? What if you took a standard 720S and made it even more extreme? Well, now we have the answer. This is the McLaren 765 LT. Das sieht schon cool aus, das Ding. Also erinnert mich so direkt ein bisschen an den 911 GT3 RS bzw. GT2 RS, auch mit diesen Ablüftungen über den Rathauskästen, die dafür sorgen sollen, dass quasi der Auftrieb, der durch die Räder entsteht, also durch die Luft, die sich unterhalb des Rathauskastens ansammelt, dass die auch abgeführt werden kann. Somit erhöht man quasi den Abtrieb auf der Vorderachse. Es erinnert mich sofort, wie gesagt, an Porsche. Abgesehen davon sehr, sehr viel Carbon, was ich direkt sehe, was aber echt geil aussieht und zwar konsequent fortgeführt, von vorne von der Frontstoßstange, ja, über diese seitlichen Vents, die neben den Rathauskästen sind und auf den Rathauskästen, dann diese Sideblades, auch aus Carbon und dann eben hinten dran bis zum Heck auch wieder solche Luftleitführungen. Bin mal gespannt, wie das Heck aussieht, aber von vorne richtig geil schon mal draus gemacht. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, das ist aber so grundsätzlich beim 720 schon auch der Fall gewesen, das sind die Frontlichter. Wir hatten so nie diese, ja, sieht so aus wie so Augenhöhlen, finde ich irgendwie, bei einem Totenschädel oder so. Also diese Frontlampen, die so versenkt sind irgendwie in der Karosserie, ist jetzt nicht so mein Geschmack. Klar, sie haben so einen doppelten Nutzen, einmal wegen der Luftführung unterhalb des Tageslichts, aber grundsätzlich hätte ich mir schon gewünscht, dass man das Licht irgendwie so mehr bündig mit der Karosserie macht. Aber wie gesagt, allgemein nicht mein Geschmack beim 720 und jetzt sieht es halt eben nicht anders aus. What is it? Well, the 765 LT follows the same basic principle of all previous McLaren long-tail cars. You take a standard model, you remove a bunch of weight, you add a bunch of power, you increase the downforce and you... Alles klar. 4 Auspuffendrohre. Ja, McLaren, übertreibt's doch. Warum nicht gleich 8? And you make it generally as extreme as possible. We saw this approach when the 650S became the 675 LT and when the 570... Übrigens 600 LT mein absolutes Highlight bei McLaren. Also ich finde aus der LT-Reihe nach wie vor, auch wenn ich jetzt den 765 sehe, 600 LT ist persönlich mein absoluter Favorit. Ich bin sowieso ein bisschen der Meinung, dass ein 765, also mit der PS-Leistung, einfach ein bisschen übermotorisiert ist, weil es sind halt eben heckradgetriebene Fahrzeuge. Wer vielleicht von euch von der Automotorsport den Hockenheimring, die Hotlap gesehen hat vom 720S, der kann vielleicht auch nachvollziehen, weshalb ich sage, dass so Autos übermotorisiert sind mit Heckradantrieb. Also so alles über 700, 720 PS. Ganz ehrlich, es gibt eigentlich kaum noch Situationen, wo man es wirklich nutzen kann, auch auf dem Track nicht wirklich. Aber gut. Became the 600 LT and here today we're seeing it again in a pretty major way. Sieht schon geil aus. The numbers behind this car are incredible. The 765 LT uses the same twin-turbocharged 4-litre V8 that powers the 720S. In that car, it made 720 PS, or metric horsepower.
But this being an LT, they've made a few tweaks, and as the name suggests, that engine now makes 765 PS, along with a very healthy 800 Nm of torque. That extra power comes from forged aluminium pistons, a 3-layer head gasket taken from the McLaren Senna, a higher flow fuel system, a recalibrated ECU, lower back pressure from a titanium exhaust, alongside optimized gear ratios that help the engine achieve 15% quicker in-gear acceleration. What does that mean for performance? Also den Spoiler finde ich auch sehr, sehr geil geworden. Er hat auch so eine Teilung, ähnlich wie der 600 LT. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt hier was mit dem Auspuff zu tun hat, weil der sitzt ja da drunter. Beim 600 LT hat es ja so den Sinn, dass der nicht abgefackelt wird von den Auspuffendrohren. Aber hier, ich vermute mal, es wird wahrscheinlich was mit der Sicht zu tun haben oder so. Well, expect 0 to 62 in 2.8 seconds, a tenth quicker than the 720, and 0 to 124 in 7.2, 6/10 faster. Top speed, meanwhile, has dropped slightly due to more drag from 212 miles per hour to 205. Tragic, I know, but there can be no argument that this engine will be an absolute monster. Speaking of which, oh ja, jetzt gibt's mal eine Soundprobe. Ich bin sehr gespannt. Dihedral doors. Titanauspuff bei dem Teil. Das muss eigentlich richtig laut werden jetzt. Deswegen mal schön aufdrehen. Ich höre es mir jetzt auch mal in Stille an. Oh. Das Ding klingt richtig geil. Richtig dreckig. Richtig, richtig gut. Now apparently it will even spit flames, although I'm not going to do it in here. I don't want to burn the studio down. Das hätten sie schon beim 27S so machen müssen. Der klingt nämlich ehrlich gesagt nicht so geil. LT cars have always had a few physical tweaks, some visible, some under the surface, some for reducing weight and some for adding downforce. At the front, there's an elongated front splitter and front bumper. Also, because this is based on the 720S, it still has the eye socket headlight design that not only house the DRLs and the main light beam, but they also incorporate a set of cooling vents. And then there are these louvres, which are... Ja, wie gesagt, zu den Frontleuchten habe ich ja gesagt, mir gefällt es persönlich nicht so. Schreibt mir gerne mal, wenn ihr es sehr, sehr geil findet, wie ihr generell den 765 LT findet. Also bis auf, wie gesagt, diese Frontleuchten haben sie den 27S wirklich richtig gut überarbeitet. Das Topmodell jetzt hier, praktisch die GT-Version, wie sie bei Porsche dann heißen würde, ist bei McLaren eben der LT. Und ich finde auch hier, sie haben wirklich alles richtig geil gemacht. Das Einzige, es sind eben diese Frontleuchten, die mir jetzt nicht so besonders gut gefallen. Und ich persönlich finde bis jetzt auch ehrlich gesagt diese 4 Auspuffendrohre ein bisschen übertrieben. 2 sähen, finde ich, sogar ein bisschen harmonischer aus zum Fahrzeug. Aber okay, auch so ein Ding. Sieht halt brutaler aus, ne? Mit 4. When these wheels are spinning at high speed, they generate an awful lot of turbulent air in the wheel arch. You don't want that. That creates lift. These louvres extract the air, reduce the pressure, and reduce the lift. As for the wheels, well, these are ultra lightweight forged wheels, which not only look cool, but they also have a lot of technical wizardry going on. They've actually shaved away quite a lot of the material. If you look closely, you can see they're kind of hollowed out in order to reduce the amount of mass on the wheel, and also added titanium bolts. All in all, da hätten sie eigentlich mal so einen Zentralverschluss machen können, wie bei Porsche eben auch. Also ein Zentralverschluss in der Mitte statt eben 5 Einzelschrauben. Also das ist so ein Ding, da hätten sie jetzt noch ein bisschen was rausholen können, finde ich. Weight reduction on all 4 corners is around 22 kilograms. Now, tires, very important. They're using Pirelli P0 Trofeo Rs. Brakes, you can get the braking system from a Senna, but these are standard carbon ceramics with the calipers from a Senna, a monoblock system with an integrated vent at the rear to help cooling. Now, arguably the most spectacular area of the 765 LT is the back end. Actually, it's not even an argument. It is tremendous. There's so much going on back here. Insgesamt, also ich finde dieses Grillgitter da hinten 1000-mal geiler, als es aktuell beim 27S ist. Das hätten sie eigentlich schon beim Basismodell bringen müssen. Ich finde es persönlich sehr geil, aber ich finde halt so die Anordnung der Auspuffendrohre, ich weiß nicht, hätte man jetzt irgendwie den Heckspoiler wirklich so geschlossen gelassen, vielleicht ist es auch der Grund, warum man den so ein bisschen einschneiden musste, weil er jetzt so hoch geht vielleicht.
dass er irgendwie auch die Sicht ein bisschen blockiert. Ich denke, man hätte es ein bisschen niedriger anbringen können, wenn man auch die Auspuffendrohre ein bisschen weiter unten gelassen hätte und vielleicht wie beim 27S. Hätte mir wahrscheinlich ein bisschen besser gefallen als jetzt diese 4 Auspuffendrohre. Aber sonst finde ich das Heck richtig geil. Abgesehen, wie gesagt, von diesen Auspuffendrohren. I love the fact it's got a quad exhaust. I think that's the first time we've seen a quad exhaust system. Ja, das finde ich halt überhaupt nicht. Correct me if I'm wrong. Plus it spits flames. Nicht geil. Love that. On top of that, you've got a much bigger rear diffuser connected to a completely flat floor. Again, that's all there in the name of aerodynamics. And on top of that, you've got a much bigger wing than before. This wing, 20% more surface area. It's raised slightly by 40 millimeters and also has a much more aggressive rake angle, all in the name of providing even more downforce. Now this notch, that's not there for any aerodynamic benefit. That's simply there to help you see out the back end. Apparently, when you're in the driver's seat and looking through the rearview mirror, you can't actually see out the back because the wing is so big. And that notch. Und da hätten sie echt wahrscheinlich, wenn sie den Auspuff woanders angebracht hätten, den gesamten Flügel ein bisschen tiefer ansetzen können, dann hätte man sich das gespart. Aber, oh, geil. Das ist geil. Das dürften die Rennschalensitze aus dem Senna sein. Und die finde ich extrem geil. Also wenn man sich einen 765 LT kauft, müssen diese Schalensitze auf jeden Fall rein. Also das ist 1A. Richtig geil. Version of the standard 720S. The thing you notice first of all is that it's literally teeming in Alcantara. Alcantara on the dashboard, Alcantara all around the steering wheel and on the seats. A lot of carbon fiber as well, up here on the top of the dashboard and of course on these paddle shifters. The seats are worth talking about as well. You can get the seats from the Senna fitted in the 765 LT. Ja, das müssten die sein aus dem Senna. Ich gucke jetzt ehrlich gesagt nochmal direkt nach. Aber es müssten McLaren Senna-Sitze sein. Ja, würde sagen, sieht für mich so aus. Das hier dürften eigentlich die Senna-Sitze sein, die auch hier im 765 LT drin sind. Also nicht nur optional, was er gerade sagt, sondern das sind wahrscheinlich schon die optionalen Senna-Sitze. Würde ich auf jeden Fall auch immer dazu wählen, wenn ich einen 765 LT zusammenstellen müsste. Sieht ultra geil aus. But even this car's standard sport seats are an improvement over the 720S's in terms of weight saving. They weigh 18 kilograms less than those previous items, and that's down to the fact that they don't come with any niceties like heated elements or electric adjustment. They didn't stop there with the weight saving. The 765 LT also features polycarbonate rear glazing, thinner glass on the windscreen and side windows, an exposed uncarpeted carbon fiber floor, and that full titanium exhaust. All things considered, it's 80 kilograms lighter than the 720S. Das klingt erstmal nicht viel. 80 Kilo ist der Wagen jetzt leichter als der 27S. Aber ganz ehrlich, der 27S ist ja schon ein extrem leichter Wagen gewesen. Knapp 1,3 Tonnen, glaube ich. Dann müsste der mit irgendwas mit 1,2 Tonnen wiegen. Also 80 Kilogramm aus so einem Auto nochmal rauszuholen, das ist schon richtig ordentlich. Hätte man wahrscheinlich mit einem Zentralverschluss an den Felgen nochmal ein Kilo gespart, aber naja, gut. The scales at a dry weight of 1,229 kilograms. Another really cool touch is that the engine is actually visible in the car. It's a mid-engine car. Oh, wie geil ist das denn? Nein, oh, wie geil. Oh mein Gott. Wie geil ist bitte dieses Feature? Wie geil. Man sieht einfach von den Vordersitzen, wenn man sich rumdreht, direkt den Motorraum, der auch noch beleuchtet ist mit LED. Oh, ja, okay, alles klar. Jetzt hat McLaren den Vogel abgeschossen. In all its glory. Plus, es geht ja nicht mehr geiler. Very cool. So, that is the McLaren 765 LT, a beautiful car, I'm sure you'll agree. Obviously, I can't tell you whether it achieves McLaren's stated targets of offering better driving dynamics and improved driving. Ja, okay, jetzt kommt, glaube ich, nicht mehr so viel dazu. Wir haben 7 Minuten geschaut. Ganz ehrlich, also der Innenraum hat jetzt nochmal richtig rausgerissen. Insgesamt muss ich sagen, ich habe es ja schon gesagt, mit den Frontleuchten, die gefallen mir grundsätzlich beim 27 nicht so gut, egal ob es jetzt das Top-Modell ist oder eben das Basismodell, da hat sich ja nicht wirklich was geändert. Ansonsten die Auspuffblenden, also diese 4 Endrohre, ehrlich gesagt, zwei hätten da voll gereicht. Und wie gesagt, ich hätte sie lieber gehabt dort, wo der 720S auch seine gehabt hätte. Aber ansonsten ist das Ding
richtig, richtig brutal. Ich bleibe trotzdem dabei, der McLaren 600 LT ist mein Lieblings-LT von McLaren, der bleibt auch definitiv. Da finde ich einfach nochmal so das gesamte Fahrzeug ein bisschen geiler und ich finde auch ehrlich gesagt 765 PS, es muss nicht unbedingt sein, ich glaube der 600 LT ist, glaube ich, gerade so fahrspaßtechnisch noch das geilere Auto insgesamt, aber es sieht richtig brachial aus, was sie mit dem 765 da auf die Beine gestellt haben. Also von mir gibt es eine gut gemeinte 2+. Für den 720 auf jeden Fall eine sehr geile Note. Schreibt mir gerne mal, was ihr zum McLaren 765 LT denkt. Einfach ein geiles Auto. Ich würde es mir echt wünschen, das in einem, wenn nicht noch als Update in Forza Horizon 4 beispielsweise zu bekommen. Ich würde mich mega auch darüber freuen, wenn wir es in Forza Motorsport 8 kriegen, weil das Ding über eine Rennstrecke jagen muss auch richtig Bock machen. Aber ja, genauso gern hätte ich ihn auch ehrlich gesagt in Forza Horizon 4. Also ich würde mich freuen. Zusammenarbeit ist ja richtig gut zwischen Playground Games und McLaren. Also es kann schon sein, dass vielleicht nochmal ein Update kommt mit dem Fahrzeug. Falls was kommt, ich halte euch wie immer auf dem Laufenden, aber ich würde mich mega freuen, wenn der Wagen dann doch noch in den letzten Updates irgendwie dieses Jahr ins Spiel kommen würde. Ja, und ich würde sagen, damit sind wir am Ende der Bewertung, also dieser Reaktion auf den McLaren 765 LT angekommen. Ich finde den Wagen echt geil. Hab alles, glaube ich, dazu gesagt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zum Auto denkt. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals bei euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, dem Däumchen auch ein Video dazulassen und natürlich auch euer Abo dem Kanal zu schenken. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.